Guten Tag zusammen. Willkommen bei Dankecast Deutsch. Ich bin so froh, dass ihr wieder hier seid. Heute haben wir ein wunderschönes Thema für euch. Wir sprechen heute über etwas, das jeder braucht, wenn er in Deutschland ist. Wir sprechen über das Bestellen von Essen in einem Restaurant. Ja, genau das. Wenn ihr in Deutschland seid und in ein Restaurant geht, müsst ihr wissen, wie das alles funktioniert. Wie man spricht, wie man bestellt, wie man bezahlt. Das ist alles wichtig. Und genau das lernen wir heute zusammen. Ich bin sehr gespannt auf diese Lektion. Lasst mich euch jetzt mit meiner wunderbaren Kollegin verbinden. Hallo. Willkommen zurück bei Dankecast Deutsch. Ich bin Emilia und ich bin so froh, dass ihr hier seid. Ja, wir haben heute ein super tolles Thema. Bestellen wir zusammen Essen in einem deutschen Restaurant. Das macht so viel Spaß und es ist auch so praktisch. Ich mag es sehr, in Restaurants zu essen. Das ist eine der schönsten Erfahrungen, wenn man in Deutschland reist. Und keine Sorge, wir machen das ganz einfach, Schritt für Schritt. Damit kann jeder mitkommen. Also setzt euch gemütlich ein, macht euch einen Tee oder einen Kaffee und lasst uns anfangen. Perfekt, Emilia. Also stellen wir uns eine Situation vor. Es ist ein schöner Abend. Wir sind in einer kleinen, gemütlichen Stadt in Deutschland. Vielleicht in München oder in Hamburg oder in Berlin. Es gibt ein süßes kleines Restaurant an der Ecke. Die Türe ist offen. Drinnen riecht es nach frischem Brot und nach leckerem Fleisch. Du bist sehr hungrig und du willst etwas essen. Also gehst du hinein. Genau das machen wir jetzt zusammen. Du gehst in das Restaurant hinein. Was passiert dann? Was machst du? Das ist die große Frage. Und die Antwort auf diese Frage bekommen wir gleich. Ja, genau. Also wenn du in ein Restaurant in Deutschland gehst, ist das Erste, was passiert, sehr einfach. Du gehst rein, du lächelst und du wartest. Ja, du wartest ganz kurz. In Deutschland kommt meistens jemand vom Restaurant zu dir. Das ist der Kellner oder die Kellnerin. Diese Person führt dich dann zu einem Tisch. Das nennt man bei uns auch einen Tisch bekommen. Du musst nicht selbst suchen. Die Person vom Restaurant nimmt sich die Zeit, um dir zu helfen. Das ist sehr höflich und das finden viele Gäste aus anderen Ländern sehr schön. Also kein Stress. Du gehst einfach rein und wartest ganz kurz. Das klingt so einfach, Emilia. Und genau das ist auch so toll an Deutschland. Die Restaurants sind sehr organisiert. Die Kellner und Kellnerinnen sind sehr hilfsbereit. Sie helfen dir wirklich gerne. Also, du bist jetzt in das Restaurant gegangen. Du wartest kurz. Und dann kommt jemand auf dich zu. Diese Person lächelt und sagt etwas. Was sagt diese Person? Was ist der erste Satz, den du hörst? Das ist ein ganz wichtiger Satz. Den musst du verstehen. Und wir lernen den jetzt zusammen. Hör genau zu. Vielleicht kennt ihr diesen Satz schon. Genau, also die Kellnerin oder der Kellner kommt auf dich zu und sagt, Guten Abend, willkommen, wie viele Personen? Das ist der erste Satz. Sehr einfach, oder? Wie viele Personen? Das bedeutet, die Person möchte wissen, wie viele Gäste es gibt. Wenn du allein bist, sagst du, eine Person bitte. Wenn du mit einem Freund bist, sagst du, 2 Personen bitte. Wenn du mit deiner Familie bist, vielleicht 4 Personen bitte. Sehr einfach. Du musst nur die Zahl sagen und dann bitte hinzufügen. Das ist höflich und die Kellnerin oder der Kellner wird sich das sehr freuen. Wunderbar. Also, wie viele Personen? Das ist tatsächlich ein Satz, den ich sehr oft höre, wenn ich in Deutschland essen gehe. Und jetzt eine kleine Frage an euch, unsere wunderbaren Zuschauer da draußen. Wie oft geht ihr in ein Restaurant? Schreibt das bitte in die Kommentare unten. Schreibt, ich gehe oft in Restaurants oder ich gehe selten in Restaurants. Das würde mich sehr interessieren. Danke. Also, Emilia, wir haben jetzt einen Tisch bekommen. Die Kellnerin hat uns zu einem schönen kleinen Tisch am Fenster geführt. Was passiert jetzt? Oh, ein Tisch am Fenster. Das ist so romantisch. Ja, also jetzt sitzt du an deinem Tisch. Und was machst du jetzt? Du setzt dich hinauf, du nimmst Platz und dann kommt die Kellnerin oder der Kellner noch einmal zu deinem Tisch. Diese Person bringt dir jetzt etwas ganz Wichtiges mit. Was bringt sie mit? Die Speisekarte. Ja, die Speisekarte. Das ist das Tacos. Das ist die Liste, auf der steht, was man im Restaurant essen kann. Die Speisekarte ist wie ein Buch, ein sehr leckeres Buch, würde ich sagen.
In der Speisekarte findest du alle Gerichte vom Restaurant. Du kannst dort alles lesen und entscheiden, was du essen möchtest. Die Speisekarte. Ja, das ist ein sehr wichtiges Wort. Die Speisekarte. Sag das noch einmal mit mir. Die Speisekarte. Die Speisekarte. Toll. Also, die Speisekarte kommt zu deinem Tisch. Du nimmst sie auf. Du öffnest sie. Und was siehst du? Du siehst viele, viele Gerichte, viele Optionen. Manchmal kann das überwältigend sein, oder? Es gibt so viele Sachen, dass man nicht weiß, was man bestellen soll. Das kennt ihr vielleicht auch. Man sitzt da und denkt, was möchte ich essen? Das kommt schwer entscheiden. Emilia, wie hilfst du mir in dieser Situation? Keine Sorge, das ist ganz normal. Wenn du zum ersten Mal in einem deutschen Restaurant bist, kann die Speisekarte ein bisschen lang sein. Aber das ist kein Problem. Du hast Zeit. Niemand wird dich hetzen. Du kannst so lange lesen, wie du möchtest. Und wenn du Fragen hast, kannst du den Kellner oder die Kellnerin fragen. Du kannst zum Beispiel sagen, was empfehlen Sie mir? Das bedeutet, was raten Sie mir? Die Person vom Restaurant wird dir dann helfen und dir sagen, was besonders gut hier ist. Das ist ein sehr nützlicher Satz. Was empfehlen Sie mir? Merkt euch das. Was empfehlen Sie mir? Ja, das ist ein super nützlicher Satz. Ich gebrauche diesen Satz fast immer, wenn ich in ein neues Restaurant gehe, weil es ja so viele Sachen gibt auf der Speisekarte, oder? Man weiß einfach nicht, was man nehmen soll. Und die Kellner wissen am besten, was gut ist. Sie kennen die Küche, sie wissen, was frisch ist, was besonders lecker ist an diesem Tag. Das ist wie ein kleiner Tipp von einem Freund. Also, Emilia, angenommen, der Kellner hat mir eine Empfehlung gegeben. Er hat mir ein tolles Gericht empfohlen. Wie bestelle ich das dann? Also das Bestellen ist auch ganz einfach. Wenn der Kellner oder die Kellnerin kommt und fragen, was möchten Sie bestellen, dann sagst du einfach, ich möchte bitte das nehmen. Du sagst den Namen des Gerichts, das du dir gewünscht hast, und dann machst du fertig mit. Bitte. Zum Beispiel, ich möchte bitte den Schnitzel nehmen oder ich möchte bitte die Pasta nehmen oder ich möchte bitte den Fisch nehmen. Sehr, sehr einfach. Du musst nur den Namen des Gerichts sagen, mehr nicht. Das ist alles, was du brauchst. Perfekt. Ich möchte bitte das nehmen. Das ist ein so netter Satz. Sehr höflich, sehr klar. Und ich denke, das ist genau richtig für eine Unterhaltung in einem Restaurant. Weil in Deutschland ist es wichtig, höflich zu sein, besonders wenn man Essen bestellt. Die Kellner und Kellnerinnen arbeiten sehr hart und es ist schön, wenn man sie respektiert. Ein freundliches Bitte macht einen großen Unterschied. Das finde ich wirklich schön. Also, eine kleine Übung für euch, unsere tollen Zuschauer. Sagt jetzt mit, ich möchte bitte den Schnitzel nehmen. Sagt das laut, egal wo ihr seid. Im Zimmer, im Bus, im Zug. Sagt es einfach laut und deutlich. Ja, genau. Sprecht mit. Das ist so wichtig. Wenn ihr die Sätze laut sagt, lernt ihr viel schneller. Das ist ein kleiner Trick, der wirklich funktioniert. Also, ich möchte bitte den Schnitzel nehmen. Toll. Jetzt, Henry, eine Frage. Was passiert, wenn man nicht nur ein Hauptgericht bestellen möchte, sondern auch zum Beispiel etwas zum Trinken? Wie sagt man das dann? Weil in einem Restaurant gibt es ja nicht nur Essen, sondern auch Getränke, oder? Man möchte vielleicht auch ein Glas Wasser oder einen Saft oder ein Bier trinken. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, Emilia. Die Getränke. Das vergessen viele Menschen, aber Getränke sind auch ein wichtiger Teil vom Bestellen. Also, wenn du auch ein Getränk bestellen möchtest, sagst du einfach, und zum Trinken möchte ich bitte ein Glas Wasser. Oder, und zum Trinken möchte ich bitte einen Saft. Das Wort Getränk oder zum Trinken macht es klar, dass du jetzt nicht mehr über Essen, sondern über das Trinken sprichst. Das hilft dem Kellner a lot. Entschuldigung, das hilft dem Kellner sehr, sehr praktisch. Ja, sehr praktisch. Und weißt du was, Henry? In Deutschland gibt es auch eine spezielle Frage, die der Kellner dir manchmal stellt. Die Frage ist, möchten Sie noch etwas trinken? Das bedeutet, möchten Sie noch ein weiteres Getränk? Das fragen die Kellner, wenn dein Glas fast leer ist. Das finde ich so süß und aufmerksam. Die Kellner achten darauf, dass du immer genug zum Trinken hast. Das ist ein sehr nettes Zeichen von guter Bedienung. Ja, ich mag das sehr in deutschen Restaurants. Das ist wirklich toll, oder? Die Aufmerksamkeit der Kellner in Deutschland ist einfach wunderbar.
Sie passen auf ihre Gäste auf. Sie achten darauf, dass alles stimmt. Das fühlt sich so angenommen an, wenn man in einem Restaurant sitzt und merkt, dass die Leute um einen herum sich um einen kümmern. Also, kleine Frage an euch, unsere wunderbaren Zuschauer. Welches Getränk trinkt ihr gerne in einem Restaurant? Schreibt das in die Kommentare. Ich trinke gerne Wasser oder ich trinke gerne Saft oder ich trinke gerne Bier. Gerne, lass mich wissen. Hahaha, ja. Ich trinke persönlich sehr gerne Wasser und manchmal auch einen Saft, aber das ist jede für sich. Also Henry, jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Moment im Restaurant. Das Essen ist bestellt, die Getränke sind bestellt und jetzt wartet man. Man wartet auf das Essen. Wie lange wartet man normalerweise auf das Essen in einem deutschen Restaurant? Das fragen sich viele Gäste aus anderen Ländern. Sie denken, wann kommt mein Essen? Und die Antwort ist ganz einfach. Ja, also in Deutschland kommt das Essen normalerweise in etwa 20 bis 30 Minuten. Das hängt natürlich vom Restaurant ab und vom Gericht, das du bestellt hast. Manche Gerichte brauchen länger, weil sie frisch zubereitet werden. Zum Beispiel, wenn du ein Stück Fleisch bestellst, das lange gebraucht wird, kommt das vielleicht nach 30 oder 40 Minuten. Aber das ist kein Problem. Das bedeutet, dass das Essen frisch zubereitet wird. Frisch gekochtes Essen ist immer besser als Essen, das lange im Warmen steht. Also Geduld. Geduld ist hier sehr wichtig. Genau, Geduld. Das ist ein tolles deutsches Wort, das man in einem Restaurant braucht. Also, du hast jetzt eine Weile gewartet und jetzt kommt der Kellner oder die Kellnerin mit deinem Essen zurück zum Tisch. Und was sagt diese Person jetzt? Sie sagt, hier ist Ihr Essen. Oder manchmal, bitte sehr, Ihr Essen. Das ist ein sehr höflicher Satz. Die Person legt das Gericht vor dir auf den Tisch ab, lächelt und vielleicht fragt sie noch, stimmt ja alles so? Das bedeutet, ist alles okay? Möchten Sie noch etwas? Stimmt alles so. Das ist ein sehr typischer Satz in deutschen Restaurants. Wenn der Kellner das fragen, kannst du sagen, ja, danke schön, das sieht toll aus. Das bedeutet, dass alles gut ist und du sehr zufrieden bist. Oder wenn du etwas vermisst, zum Beispiel eine Soße oder ein Brot, kannst du sagen, könnten Sie mir noch eine Soße bringen? Das ist sehr höflich und sehr hilfreich. Die Kellner werden dir sofort helfen. Also, das Essen ist jetzt vor dir. Es sieht toll aus. Es riecht wunderbar. Und jetzt? Jetzt isst du. Haha, genau. Jetzt kommt der tollste Moment. Du nimmst die Gabel, du nimmst das Messer und du fängst an zu essen. Und bevor du anfängst zu essen, gibt es in Deutschland eine kleine Tradition. Weißt du, was das ist, Henry? Wenn alle am Tisch sitzen und alle haben ihr Essen vor sich, sagt man, guten Appetit. Das sagt man, bevor man anfängt zu essen. Das ist wie ein kleiner Gruß zum Essen. Es bedeutet, dass du dir wünschst, dass alle sehr leckeres Essen genießen. Das finde ich so süß. Guten Appetit. Ja, das ist ein ganz wichtiger Satz. Wenn ihr in Deutschland in einem Restaurant sitzt und das Essen kommt, sagt immer, guten Appetit. Das wird von allen erwartet. Wenn du das nicht sagst, finden die anderen Gäste das komisch. Also immer, guten Appetit. Sag das mit mir, guten Appetit, toll. Das ist so ein nettes Ritual, weil es die Atmosphäre am Tisch schön macht. Es zeigt, dass man zusammen essen möchte und dass man sich um die anderen kümmert. Das ist mir sehr wichtig in der deutschen Kultur. Ja, mir auch. Das Zusammenessen in Deutschland ist ein sehr besonderer Moment. Also jetzt hast du dein Essen gegessen. Du hast sehr genossen. Das Restaurant war schön, das Essen war lecker, die Atmosphäre war gemütlich. Und jetzt kommt der letzte Teil unserer Reise durch das Restaurant. Der letzte Teil ist das Bezahlen. Ja, das Bezahlen. Das ist vielleicht der komischste Teil für viele Gäste aus anderen Ländern, weil in Deutschland Bezahlen sich ein bisschen anders anfühlt als in manchen anderen Ländern. Erklärt das mal, Henry. Ja, das Bezahlen in Deutschland ist ein sehr interessantes Thema. Also, in Deutschland gibt es 2 Möglichkeiten. Du kannst zusammen bezahlen oder einzeln bezahlen. Zusammen bezahlen bedeutet, dass alle am Tisch zusammen eine Rechnung haben. Einzeln bezahlen bedeutet, dass jede Person ihre eigene Rechnung hat. Wenn du allein bist, ist das natürlich kein Problem. Du bezahlst nur deine eigene Rechnung. Aber wenn du mit Freunden bist, müsst ihr euch vorher überlegen, bezahlt ihr zusammen oder einzeln? Das ist eine wichtige Frage.
Ja, das ist so wichtig. In meiner Erfahrung bezahlen viele Deutsche einzeln. Das heißt, jeder zahlt nur das, was er selbst gegessen hat. Das finde ich eigentlich sehr fair. Kein Streit darüber, wer was gegessen hat. Jeder zahlt nur für sich. Und wie bitten wir jetzt um die Rechnung? Das ist auch einfach. Du rufst den Kellner oder die Kellnerin an und sagst, könnten wir bitte die Rechnung bekommen? Oder noch einfacher, Rechnung bitte. Das ist ein kurzer, klarer Satz. Der Kellner wird gleich verstehen, was du willst. Rechnung, bitte. Das ist ein super praktischer Satz. Kurz, klar, einfach. Ich gebrauche diesen Satz sehr oft. Also, die Rechnung kommt. Der Kellner bringt ein kleines Blatt Papier auf einen Teller oder auf eine Mappe. Darauf steht, wie viel du bezahlen musst. Du schaust dir die Rechnung an. Du rechnest kurz, was du gegessen und getrunken hast. Und dann bezahlst du. Jetzt eine kleine Frage an euch, unsere wunderbaren Zuschauer. Wie bezahlt ihr normalerweise? Mit Bargeld oder mit Karte? Kommentiert das unten, das interessiert mich wirklich. Ja, das ist eine tolle Frage. Also Henry, das ist jetzt ganz wichtig. In Deutschland bevorzugen viele Menschen das Bezahlen mit Bargeld. Das ist bei uns ganz normal. Viele kleine Restaurants haben gar keine Kartenzahlungsmöglichkeit. Das muss man wissen. Wenn du in Deutschland in ein Restaurant gehst, nimm immer etwas Bargeld mit, nur zur Sicherheit. Weil es kann sein, dass das Restaurant nur Bargeld akzeptiert. Das überrascht viele Ausländer, aber das ist die Realität in Deutschland. Also immer Bargeld dabei haben. Genau, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Immer Bargeld dabei haben in Deutschland, besonders in kleinen Restaurants. Die großen Restaurants akzeptieren oft auch Karte, aber die kleinen, gemütlichen Restaurants an der Ecke, die nehmen meistens nur Bargeld. Also, wenn du in Deutschland reist, nimm eine Brieftasche mit dir mit Bargeld. Das ist ein sehr praktischer Reisetyp. Okay, und jetzt, Emilia, das letzte Thema. Was passiert, wenn du bezahlt hast? Gibt es noch etwas, das du tun musst? Ja, das letzte Schritt ist das Trinkgeld. Das Trinkgeld ist in Deutschland auch wichtig, aber es ist nicht so wie in anderen Ländern wie in Amerika. In Deutschland ist das Trinkgeld ein Zeichen der Zufriedenheit. Das bedeutet, wenn dir das Essen gut geschmeckt hat und der Service toll war, gibst du ein kleines Trinkgeld. Normalerweise sind das etwa 10-15% von der Rechnung. Das ist nicht Pflicht, aber es wird sehr geschätzt von den Kellnern und Kellnerinnen. Das finden sie sehr nett. Das Trinkgeld. Ja, das ist ein ganz schönes Zeichen von Dankbarkeit. Wenn du zufrieden bist, gibst du ein kleines Trinkgeld. Das macht die Kellner und Kellnerinnen sehr glücklich. Sie arbeiten oft lange Stunden und ein kleines Trinkgeld zeigt ihnen, dass du ihre Arbeit schätztest. Das finde ich eine schöne Tradition. Also, zusammenfassend. Du bist in das Restaurant gegangen. Du hast einen Tisch bekommen. Du hast die Speisekarte gelesen. Du hast Essen und Getränke bestellt. Du hast guten Appetit gesagt. Du hast alles gegessen. Und jetzt bezahlst du und gibst ein kleines Trinkgeld. Genau, das war eine tolle Zusammenfassung, Henry. Wir haben heute so viele nützliche Sätze und Tipps geteilt. Lasst mich die wichtigsten Sätze noch einmal zusammenfassen. Wie viele Personen? 2 Personen bitte. Was empfehlen Sie mir? Ich möchte bitte den Schnitzel nehmen. Und zum Trinken möchte ich bitte ein Glas Wasser. Guten Appetit. Rechnung bitte. Das sind die wichtigsten Sätze für einen Besuch im Restaurant in Deutschland. Lernt diese Sätze ganz gut. Wunderbares. Das sind wirklich die wichtigsten Sätze. Wenn ihr diese Sätze kennt, könnt ihr in jedem Restaurant in Deutschland bestellen. Das ist nicht schwer. Es fühlt sich am Anfang vielleicht komisch an, aber das wird mit der Zeit besser und besser. Übung macht den Meister. Das ist ein deutsches Sprichwort, das bedeutet, dass man durch Übung besser wird. Also, übt diese Sätze, sagt sie laut, sagt sie vor dem Spiegel, sagt sie zu eurem Hund oder zu eurer Katze, egal wie. Ha, 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 ja, sagt die Sätze zu eurer Katze. Die Katze wird euch eine tolle Zuschauerin sein. Also eine letzte Frage an euch, unsere super netten Zuschauer. Welches Gericht möchtet ihr am liebsten in einem deutschen Restaurant bestellen? Schreibt das bitte in die Kommentare. Vielleicht, ich möchte bitte den Schnitzel nehmen oder ich möchte bitte die Currywurst nehmen. Das werde ich gerne lesen. Kommentiert alles auf Deutsch, wenn es möglich ist. Ja, kommentiert auf Deutsch. Das ist eine tolle Übung für euch.
Und wir werden eure Kommentare lesen und vielleicht auch antworten. Das ist so toll, wenn wir mit euch kommunizieren können. Das macht unsere Arbeit bei Dankecast Deutsch zu einem wunderschönen Erfahrung. Also danke euch für die Kommentare. Nun, Emilia, noch ein kleiner Tipp für unsere Zuschauer. Wann man in einem Restaurant in Deutschland sitzt und man möchte den Kellner oder die Kellnerin anrufen, wie macht man das? Weil in manchen Restaurants gibt es eine Klingel am Tisch, aber in manchen gibt es keine. Das ist ein guter Punkt. In vielen deutschen Restaurants gibt es keine Klingel am Tisch. Wenn du den Kellner oder die Kellnerin ansprechen möchtest, hast du ein paar Möglichkeiten. Du kannst deinen Arm anheben und leicht winken. Das sieht man von überall. Die Kellner schauen auf ihre Gäste und wenn sie jemanden mit dem Arm winken sehen, kommen sie gleich heraus. Das ist die normalste Art, einen Kellner oder eine Kellnerin zu rufen in Deutschland. Du kannst auch sagen, Entschuldigung. Das Wort Entschuldigung ruft die Aufmerksamkeit der Person auf. Das funktioniert auch ganz gut. Entschuldigung. Ja, das ist ein sehr wichtiges Wort. Nicht nur im Restaurant, sondern auch überall in Deutschland. Entschuldigung kann bedeuten excuse me oder sorry. Es ist ein sehr vielseitiges Wort. Also, wenn du den Kellner oder die Kellnerin rufst, sagst du einfach Entschuldigung und hast gleich die Aufmerksamkeit. Das finde ich so praktisch. Ein Wort und fertig. Du musst nicht lange suchen nach dem, was du sagen willst. Einfach Entschuldigung. Toll. Genau. Entschuldigung. Ein Wort, das everything leicht macht. Pardon, ein Wort, das alles einfacher macht. Also Henry, wir haben jetzt wirklich viel über das Essen bestellen in Deutschland gesprochen. Wir haben über den Empfang gesprochen, über die Speisekarte, über das Bestellen, über die Getränke, über das Bezahlen und über das Trinkgeld. Das sind alle die wichtigen Themen. Ich glaube, unsere Zuschauer sind jetzt bereit, in jedem Restaurant in Deutschland zu essen. Ja, ich glaube auch so. Unsere Zuschauer sind jetzt Experten. Haha, aber natürlich. Wie immer bei Dankecast Deutsch lernt man am besten durch Übung. Also, geht in ein Restaurant. Wenn ihr in Deutschland seid, geht in ein kleines, gemütliches Restaurant. Bestellt auf Deutsch. Spricht mit den Kellnern auf Deutsch. Das ist die beste Übung überhaupt. Und wenn ihr nicht in Deutschland seid, übt einfach die Sätze zu Hause. Vor dem Spiegel, mit einer Aufzeichnung, wie auch immer. Hauptsache, ihr übt. Hauptsache, ihr übt. Das ist unser Motto bei Dankecast Deutsch. Üben, üben, üben. Und mit der Zeit werden die Sätze viel leichter. Am Anfang fühlt es sich komisch an, fremde Wörter zu sagen. Das ist ganz normal, aber nach einer Weile werden die Sätze vertraut. Sie werden ganz natürlich. Das ist die Magie des Sprachlernens. Ich bin so begeistert, dass ihr das alles lernt. Das macht mich wirklich glücklich. Mir auch. Ich bin auch ganz begeistert. Es ist so toll, dass es Menschen gibt, die Deutsch lernen. Das ist eine wunderbare Sprache. Die deutsche Sprache ist komplex, ja, aber auch ganz schön. Und mit Podcasts wie Dankecast Deutsch wird das Lernen viel einfacher. Wir versuchen alles so einfach wie möglich zu machen. Keine Grammatikregeln, die man auswendig lernen muss. Nur natürliche, alltägliche Gespräche. Genau das, was man im Alltag braucht. Genau, keine Grammatikregeln, nur natürliches Deutsch. Das ist unsere Philosophie bei Dankecast Deutsch. Wir glauben, dass man am besten durch Hören und Sprechen lernt, nicht durch Bücher und Tafeln, weil die Sprache ist eine lebendige Sache. Sie ist nicht tot, sie bebt, sie fließt, sie singt und genauso lernt man sie am besten. Durch Hören, durch Sprechen, durch Erleben. Das ist toll. Wunderschön, Emilia. Du sagst das so schön. Die Sprache bebt, fließt und singt. Das ist ein Tollbild, ein schönes Bild. Also, unsere wunderbaren Zuschauer, wir nähern uns jetzt dem Ende unserer heutigen Folge. Aber bevor wir aufhören, möchten wir euch noch ein paar Bonustipps geben. Diese Tipps werden euch in einem Restaurant in Deutschland noch mehr helfen. Siehst du das so, Emilia? Ja, natürlich. Also der erste Bonustipp. Wenn du in einem Restaurant in Deutschland sitzt und du das Essen nicht magst oder wenn etwas nicht stimmt, zum Beispiel wenn das Essen kalt ist oder wenn du etwas Falsches bekommen hast, kannst du höflich sagen, Entschuldigung, das stimmt nicht ganz, ich habe etwas anderes bestellt. Das ist eine höfliche Art, das Problem zu lösen.
Die Kellnerin oder der Kellner wird dir sofort helfen. Das finde ich toll, weil man in Deutschland sehr höflich über solche Dinge spricht. Perfekt. Das stimmt nicht ganz. Das ist ein netter Satz, um ein Problem zu erklären. Nicht zu direkt, aber klar genug. Der zweite Bonustipp kommt von mir. Wenn du in einem Restaurant in Deutschland Wasser trinken möchtest, beachte Folgendes. In Deutschland gibt es 2 Sorten von Wasser. Es gibt Stillwasser, das ist Wasser ohne Kohlensäure, und es gibt Sprudelwasser, das ist Wasser mit Kohlensäure. Das Sprudelwasser ist sehr populär in Deutschland, also wenn du Wasser bestellst, werde genau sein. Ich möchte bitte ein Glas stilles Wasser oder ich möchte bitte ein Glas Sprudelwasser. Das ist ein so wichtiger Tipp, weil wenn du nur sagst, ein Glas Wasser, kannst du Sprudelwasser bekommen und wenn du das nicht magst, ist das ein Problem. Also immer genau sagen, stilles oder Sprudelwasser. Danke für diesen Tipp, Henry. Mein dritter Bonustipp ist folgender. Wenn du am Ende deines Mahlzeit in Restaurants bist und der Kellner kommt und fragt, war alles zu ihrer Zufriedenheit? Das bedeutet, war alles okay? Waren sie zufrieden? Du kannst dann antworten, ja, sehr gut, danke. Das ist ein netter, einfacher Satz. War alles zu ihrer Zufriedenheit? Das klingt so formell und höflich. Das ist ein Zeichen von einem guten Restaurants. Sie fragen sich nach deiner Meinung. Sie möchten wissen, ob alles gut war. Das zeigt eine hohe Servicequalität. Also, wenn jemand das fragt, antwort einfach, ja, sehr gut, danke. Oder, ja, alles war toll, danke. Das wird die Person sehr freuen. Also, unsere Zuschauer, wie finden Sie diese Bonustipps? Nützlich, oder? Schreibt das in die Kommentare. Ja, schreibt in die Kommentare. Also Henry, wir haben jetzt wirklich ein ganz umfassendes Bild davon gezeichnet, wie man in einem Restaurant in Deutschland isst und bestellt. Von dem Reingehen bis zum Bezahlen und dem Trinkgeld. Alles haben wir abgedeckt. Das war ein toller Thema für heute. Ich finde, das war eine ganz praktische Lektion. Jeder, der das gehört hat, kann jetzt in Deutschland in ein Restaurant gehen und weiß genau, was er tun muss. Das ist so toll. Ja, das stimmt. Das war ein wirklich praktisches Thema. Genau solche Themen lieben wir bei Dankecast Deutsch. Themen, die im Alltag nützlich sind, die man sofort benutzen kann. Das ist unser Ziel. Wir möchten, dass unsere Zuschauer nach jeder Folge etwas Neues gelernt haben, das sie sofort im Leben anwenden können. Das finde ich toll. Das ist genau der Grund, warum wir diesen Kanal machen. Genau, der Grund, warum wir Dankecast Deutsch machen. Weil wir glauben, dass jeder Deutsch lernen kann. Egal wie alt, egal woher, egal wie viel Zeit man hat. Mit genau solchen Podcasts und Videos wird das Lernen viel leichter und viel mehr Spaß. Und das finde ich wunderbar. Unsere Community ist so groß und so nett. Wir bekommen so viele nette Kommentare von euch. Das macht unseren Tag so viel schöner. Ja, unsere Community. Das sind euch. Unsere wunderbaren Zuschauer. Danke euch so sehr für eure Unterstützung. Ohne euch wäre Dankecast Deutsch nicht möglich. Ihr macht das alles möglich. Und genau deshalb bitten wir euch immer, eure Gedanken in die Kommentare zu schreiben. Weil das die beste Art ist, wie wir miteinander kommunizieren können. Wie wir wissen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und welche Themen ihr noch lernen möchtet. Ja, welche Themen möchtet ihr noch lernen? Das ist eine tolle Frage. Wenn ihr Ideen habt für neue Themen für Dankecast Deutsch, schreibt das bitte in die Kommentare. Zum Beispiel, ich möchte mehr über Einkaufen lernen oder ich möchte mehr über die Arbeit in Deutschland lernen. Wir lesen alle Kommentare und wir suchen immer nach neuen Ideen für unsere Folgen. Das ist so spannend. Das ist toll. Also, Emilia, bevor wir hier aufhören, sag noch einmal die wichtigsten Sätze von heute, damit unsere Zuschauer die Sätze im Kopf haben, damit sie sich an die Sätze erinnern. Ja, klar. Also hier sind die wichtigsten Sätze von heute. 1. Wie viele Personen? 2 Personen bitte. 2. Was empfehlen Sie mir? 3. Ich möchte bitte den Schnitzel nehmen. 4. Und zum Trinken möchte ich bitte ein Glas Wasser. 5. Guten Appetit. 6. Rechnung bitte. 7. Entschuldigung. Das sind die Sätze. Lernt die, übt die, sagt die laut. Wunderschön. Das sind die Sätze. Die perfekten Sätze für einen Besuch im Restaurant in Deutschland. Hört euch die Sätze noch ein paar Mal an, wiederholt sie. Schreibt sie auf. Klebt sie auf eure Wand, macht was auch immer, damit ihr sie lernt.
Hauptsache ihr übt. Weil Übung macht den Meister. Das geht immer. Für eine jede Sprache. Übung macht den Meister. Ja, das ist unser Motto. Also unsere wunderbaren Zuschauer, es ist jetzt Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Wir hoffen, dass heute die Folge euch sehr gefallen hat. Wir hoffen, dass die Sätze nützlich für euch sind. Wir hoffen, dass ihr bald in einem Restaurant in Deutschland bestellen werdet. Das wäre so toll. Ja, das wäre toll. Und wenn ihr das macht, erzählt uns davon in den Kommentaren. Sagt, ich bin in ein Restaurant gegangen und ich habe auf Deutsch bestellt. Das würde mich so sehr freuen. Also, danke euch noch einmal für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit, für eures Hören. Das ist so, so toll. Ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Ja, wir sind froh, dass ihr bei uns seid. Das ist wirklich toll. Also bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Viel Spaß beim Essen in Deutschland. Und denkt an die Sätze von heute. Rechnung bitte. Hahaha, das hat mich immer noch zum Lachen gebracht. Haha, ja, Rechnung bitte. Das ist ein toller Satz. Also, auf Wiedersehen, liebe Zuschauer. Auf Wiedersehen von mir, Henry, und von meiner wunderbaren Kollegin Emilia. Danke für alles. Bis zum nächsten Mal bei Dankecast Deutsch. Auf Wiedersehen, tschüss und vergisst nicht, übt die Sätze. Auf Wiedersehen.